Heute widmen wir uns An, dem höchsten Himmelsgott, und seiner Gefährtin Ki, der Verkörperung der Erde. Begleite uns auf dieser spannenden Erkundung und entdecke die Mythen, Rituale und Geschichten, die An und Ki umgeben, und erfahre, wer ihre Nachkommen sind. Der Göttervater, in der sumerischen Sprache als An und in der akkadischen als Anu bekannt, zählt zu den ältesten und bedeutendsten Gottheiten im alten Mesopotamien. Als ursprüngliche Hauptgottheit des babylonischen Pantheons spielte er eine zentrale Rolle in der religiösen und kulturellen Entwicklung dieser antiken Zivilisation. Es wurden zahlreiche archäologische Funde gemacht, die Hinweise auf An und seine Verehrung geben. Diese umfassen Tontafeln, Inschriften, Statuen und Tempelreste, die seine Bedeutung in der mesopotamischen Kultur belegen. In vielen mythischen Erzählungen spielt An eine zentrale Rolle in der Schöpfungsgeschichte und bei der Erschaffung von Menschen und anderen Göttern. In einigen Mythen entscheidet er über das Schicksal der Welt und der Menschheit. Er wird in zahlreichen literarischen Werken erwähnt. Zum Beispiel spielt er eine Rolle im Gilgamesch-Epos, wo er den Himmel beherrscht und den anderen Göttern Anweisungen gibt. Er fungierte als Autoritätsperson, Entscheidungsträger und Verteiler von Aufgaben unter den Göttern im Himmel. Seine Ursprünge sind in den frühesten Texten nicht eindeutig beschrieben, später jedoch wird er als Sohn von Ansa und Kisa im Schöpfungsepos Enuma Elish genannt, das im 1. Jahrtausend vor Christus entstand. In den sumerischen Texten des 3. Jahrtausends vor Christus ist die Göttin Ura seine Gefährtin, später wurde diese Rolle von Ki übernommen. In akkadischen Texten wird Antu genannt, deren Name wahrscheinlich von Anu abgeleitet ist. An wird als Vater der Götter bezeichnet, da viele Gottheiten in verschiedenen Kontexten als seine Kinder betrachtet werden. Zu den bekanntesten Söhnen von An zählte Enlil, der mächtige Gott des Windes, der Erde und der Luft. Enlil wurde oft als der oberste der Götter angesehen und ihm wurden zahlreiche Tempel und Heiligtümer gewidmet. Er war der Sohn von An und der Erdgattin Ki, die in den frühen sumerischen Texten als seine Gefährtin beschrieben wird. Ein weiterer bedeutender Sohn war Enki, auch bekannt als Ea. Er war der weise Gott des Wassers, der Magie und der Handwerkskunst. Enki war bekannt für seine Intelligenz und seine Fähigkeit, Lösungen für die Probleme der Götter und Menschen zu finden. Er war der Sohn von An und der Urmuttergöttin Namu, die das Süßwasser repräsentierte. Inanna, auch bekannt als Istar, war die Tochter von An und die Göttin der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit. Sie war eine der am meisten verehrten Gottheiten und spielte in vielen Mythen eine zentrale Rolle, oft als mächtige und unabhängige Figur. Ihre Mutter wird manchmal als Ki oder Namu angegeben. Der Mondgott Nanna, auch als Sin bekannt, war ein weiteres Kind von An. Er erleuchtete die Nacht und wurde in zahlreichen Tempeln verehrt. Nanna war der Sohn von An und Ningal, der Göttin der Schilfmatten und der Herden. Utu, der Sonnengott, auch unter dem Namen Shamash bekannt, war der Gott der Gerechtigkeit. Er brachte Licht und Ordnung in die Welt und überwachte die Einhaltung der Gesetze. Utu war der Sohn von An und Ki. Unter den Kindern von An befand sich auch Nusku, der Gott des Feuers und des Lichts. Nusku spielte eine wichtige Rolle im mesopotamischen Pantheon und war bekannt für seine Verbindung zum Licht und den Flammen. Er war der Sohn von An und der Göttin Nikal. Ninurta, der Gott des Krieges, der Jagd und der Landwirtschaft, war ein weiterer Sohn von An. Er wurde oft als tapferer und starker Krieger dargestellt, der das Land vor Feinden schützte. Ninurta war der Sohn von An und der Göttin Ninhursag. Adad, auch bekannt als Ishkur, war der Gott des Sturms und des Regens. Seine Macht über das Wetter machte ihn zu einer wichtigen Gottheit für die Landwirtschaft. Adad war der Sohn von An und der Göttin Antu. Nergal, der Gott der Unterwelt und der Pestilenz, war ebenfalls ein Kind von An. Er herrschte über die Toten und wurde oft mit dunklen und zerstörerischen Kräften in Verbindung gebracht. Nergal war der Sohn von An und Ereshkigal, der Göttin der Unterwelt. Namtar, der Gott des Todes und der Pest,
brachte Krankheit und Tod und verbreitete Furcht unter den Menschen. Namta war der Sohn von An und Ereshkigal und spielte eine herausragende Rolle in den Todesmythen. Ein weiterer Sohn war Dumuzi, auch als Tammuz bekannt, der Gott der Vegetation und des Frühlings. Er symbolisierte die jährliche Wiedergeburt der Natur und war eng mit Fruchtbarkeitsriten verbunden. Dumuzi war der Sohn von An und Ki. Geshtinanna, die Göttin der Landwirtschaft, der Fruchtbarkeit und der Träume, war eine liebevolle und fürsorgliche Schwester von Dumuzi und half den Menschen in ihren landwirtschaftlichen Bemühungen. Sie war die Tochter von An und Ki. Kulla, der Gott der Ziegelherstellung und der Architektur, war für den Bau der großartigen mesopotamischen Städte und Tempel verantwortlich. Er war der Sohn von An und Ninhursag. Schließlich war da noch Ningal, die Göttin der Schilfmatten und der Herden, die das Leben der Hirten und Bauern segnete. Sie war die Mutter von Nanna, Sin und die Frau von An. Diese göttlichen Kinder von An spiegelten die vielen Facetten des Lebens und der Natur wider, die von den Menschen des alten Mesopotamiens verehrt wurden. Zusammen bildeten sie ein komplexes und faszinierendes Pantheon, das tief in die Kultur und die Spiritualität dieser antiken Zivilisation eingebettet war. Tempel und Schreine für An existierten während der gesamten mesopotamischen Geschichte in verschiedenen Städten. Ab dem 3. Jahrtausend vor Christus wurde An, zusammen mit Inanna, im Eanna-Tempel in Uruk verehrt. In späteren Perioden, unter den Achämeniden und Seleukiden, wurde er im neuen Ro-Tempel gemeinsam mit Antu verehrt. Seine Bedeutung und Verehrung waren eng mit der politischen und sozialen Struktur in Mesopotamien verbunden. Die Priesterschaft, die in seinen Tempeln diente, hatte erheblichen Einfluss auf das politische Geschehen und die Verwaltung der Stadtstaaten. In Lagerschlis Gudea, ca. 2144 bis 2124 v. Chr., einen Tempel zu Ehren von An errichten, während Urnama, ca. 2112 bis 2095 v. Chr., einen Garten und Schrein für ihn in Ur baute. An war auch im Haupttempel von Babylon, Esagil vertreten und erhielt Opfergaben in Nippur, Sippar und Kisch. In Assur wurde während der mittelassyrischen Periode, ca. 1350 bis 1050 v. Chr., der Doppeltempel Emelam Anna für An und Adad errichtet, und An wird erstmals in assyrischen Königsinschriften aus dieser Zeit erwähnt. Im 5. Jahrhundert v. Chr. erlebte sein Kult in Uruk eine Wiederbelebung, wie aus Ritualtexten aus der seleukidischen Zeit hervorgeht, die die Teilnahme seiner Statue am örtlichen Akitu-Festival beschreiben. Obwohl An als höchster Gott galt, wurde er von den Menschen oft als distanziert wahrgenommen. Direkte Gebete an ihn sind selten, aber er wird in Riten und Hymnen erwähnt. Eine seiner besonderen Aufgaben war die Überwachung der Göttlichkeit und der Unsterblichkeit. Die Verehrung von An beeinflusste später auch andere Kulturen in der Region. Zum Beispiel gibt es Parallelen zwischen Anu und dem Himmelsgott Zeus in der griechischen Mythologie sowie Verbindungen zu El in der kanaanitischen Religion. Er wird oft mit Sternensymbolen dargestellt, die seine Rolle als Himmelsgott betonen. In sumerischen Darstellungen sieht man ihn manchmal mit einer Tiara oder Krone, die mit Hörnern verziert ist, ein Symbol der göttlichen Macht. Nachdem wir nun einen umfassenden Einblick in die Rolle und Verehrung von An erhalten haben, wenden wir uns seiner Gefährtin zu. Ki ist die Göttin der Erde im mesopotamischen Pantheon und war ebenfalls eine bedeutende Gottheit. Ursprünglich nicht als eigenständige Göttin angesehen, wurde sie später als die Gefährtin von An etabliert. In den sumerischen Texten des 3. Jahrtausends vor Christus wird sie als Gefährtin von An beschrieben. Diese Rolle wurde später von Antu übernommen. Sie wurde auch mit anderen Erdgöttinnen wie Uras gleichgesetzt. Einige Quellen betrachten Ki als Mutter der Götter, was ihr eine ähnliche Rolle wie An als Vater der Götter gibt. Tempel und Schreine für Ki waren in verschiedenen mesopotamischen Städten vorhanden, insbesondere in Zentren der Erdverehrung wie Nippur. Im Haupttempel von Babylon, Esagil,
hatte sie einen bedeutenden Kultplatz neben anderen Gottheiten. Als Göttin der Erde spielte Ki eine zentrale Rolle für die Fruchtbarkeit und das Leben auf dem Planeten. Zusammen mit An und Enlil wurde sie als Teil der höchsten Triade von Göttern betrachtet, die das Universum regierten. Sie spielte eine wesentliche Rolle in den Schöpfungsmythen, insbesondere bei der Erschaffung der Menschheit. In der Ikonographie wurde Ki oft als weibliche Gottheit mit Attributen der Fruchtbarkeit und der Erde dargestellt. Eine ihrer bekanntesten Töchter war Uras, die Göttin der Erde, deren Name oft mit der Rolle von Ki in Verbindung gebracht wurde. Uras wurde als mächtige Figur verehrt, die die Erde beschützte und die Fruchtbarkeit des Landes sicherte. Antu, eine weitere Tochter von Ki, wurde in späteren Traditionen als Gefährtin von An verehrt und nahm die Rolle der Erdgöttin in der akkadischen und babylonischen Mythologie ein. Ihr Name, der sich vermutlich von Ki ableitet, steht für die enge Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ninhursag, auch als die große Dame bekannt, war eine weitere Tochter von Ki. Sie wurde als Mutter der Berge und Göttin der Fruchtbarkeit verehrt. Ninhursag spielte eine bedeutende Rolle in den Schöpfungsmythen und war eng mit der Erde und der Natur verbunden. Zusätzlich zu diesen bedeutenden Göttinnen hatte Ki auch Einfluss auf die Geburt und das Leben anderer wichtiger Gottheiten durch ihre Rolle als Erdgöttin. Ihre Kinder waren nicht nur Symbolträger für verschiedene Aspekte der Natur und Fruchtbarkeit, sondern trugen auch zur Balance und Harmonie in der göttlichen Ordnung bei. Ninlil, die Göttin der Luft und der Atmosphäre, wurde ebenfalls mit Ki in Verbindung gebracht. Als Frau von Enlil, dem höchsten Gott, spielte Ninlil eine Schlüsselrolle in den Mythen, die die Weltordnung und die göttlichen Beziehungen erklärten. Diese Kinder von Ki repräsentierten die Fruchtbarkeit, die Erde und die natürliche Welt, die durch ihre Göttinnenkräfte und ihre Rolle in der mesopotamischen Kosmologie verkörpert wurden. Zusammen mit den Kindern von An trugen sie zur Erschaffung und Pflege des Kosmos bei und spiegelten die tief verwurzelte Beziehung zwischen Himmel und Erde wider, die das Herzstück der mesopotamischen Mythologie bildete. Ihr Kult und ihre Verehrung waren über Jahrhunderte in Mesopotamien verankert, obwohl sie nicht immer die gleiche Bedeutung wie An oder Enlil hatte. Insgesamt war sie eine zentrale Göttin im mesopotamischen Pantheon, die eine entscheidende Rolle in der Kosmologie, den Schöpfungsmythen und den Fruchtbarkeitskulten spielte. In den antiken Schriften der mesopotamischen Kultur wird das göttliche Paar An und Ki oft als Manifestationen himmlischer und irdischer Kräfte betrachtet, die das Universum in Harmonie und Balance halten. Zusammen bilden An und Ki ein göttliches Paar, das die dualen Kräfte des Universums verkörpert, himmlische Ordnung und irdische Fruchtbarkeit. Ihre Vereinigung symbolisiert die Einheit von Himmel und Erde, von Geist und Materie, die das Fundament der mesopotamischen Kosmologie bildet. Durch ihre gemeinsame Herrschaft über das Universum und ihre symbiotische Beziehung gewährleisten sie, dass Balance und Harmonie zwischen den himmlischen und irdischen Sphären aufrechterhalten bleiben und dass das Leben auf der Erde in Fülle und Wohlstand gedeiht. An und Ki, das göttliche Paar des antiken Mesopotamien, haben uns einen faszinierenden Einblick in die komplexen Überzeugungen und die reiche Kultur dieser antiken Zivilisation gegeben. Wenn das Video euch gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren, falls ihr Fragen habt oder zusätzliche Informationen zu diesem Thema teilen könnt, das unterstützt meinen Kanal sehr. Danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal.